Moin Freunde, Bujarami Hektik. Ja, was für ein Brecher? Fragezeichen. Ist es dann auch wirklich ein Brecher? Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr könnt schon mal in die Kommentare hauen, ob der Duft schon in eurer Sammlung ist oder nicht. Und wie findet ihr diesen Bujarami Hektik? Yes! Unten in der Videobeschreibung ist dieser Duft verlinkt. Da könnt ihr meinen Code benutzen und bekommt ihr ihn noch günstiger. Yes! Wir kommen erstmal ganz kurz zur OVP. Das ist eine schöne Lederoptik, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, der macht das jetzt hier ein bisschen, mal macht er das, mal nicht. So, da haben wir das. Lederoptik und so weiter. Schönes Teil, kann man hier aufmachen. Ja, und so ist das. Dann kommen wir aber zum wichtigen Teil und das ist dem Flakon. Ja, so sieht er aus. Er ist ein bisschen oldschoolhaft, wie ihr sehen könnt. Machen wir mal so, dass man das auch richtig erkennt. Mal ist er unscharf, mal Nehmt er das mal nicht, das blendet natürlich auch ein bisschen. Egal. Auf jeden Fall, der Flakon ist schon ein bisschen oldschoolhaft, so fast so ein bisschen wie 4711 König Wasser. Ich muss auch ehrlich sagen, beim ersten Mal sprühen, vielleicht lag es aber auch nur an den Rauspumpen und so weiter, roch es so ein bisschen, jetzt nachhinein nicht mehr so, aber zum Duft. Also, er hat natürlich seinen großen Bruder Imagination, natürlich der bestverkaufteste oder der beliebteste Duft der letzten Jahre, Sommerduft. Und ja, Marva oder wie die alle heißen, ja, gibt es auch. Es gibt so viele Nachbauten von günstig bei Kalin über Marva, den Duft, den arabische, sag ich mal, Imagination. Und nun kommt dieser hier, Hektik. Optisch, er sieht schon nicht schlecht aus. Und hier einmal hatte ich das jetzt schon gezeigt, dieser Sprüher. Sprühnebel von Allerfeinsten. Ja, und wie gesagt, der Duft ist sehr zitrisch am Anfang, mehr zitrisch als sein großer Bruder. Ihr habt so ein bisschen die Roli-Style, dachte ich erst am Anfang, geht aber weg, wenn ihr den einmal benutzt habt. Fakt ist, die Zitrik und die Teenote, die auch sofort da ist, ne, klar, der Imagination hat ja Tee, ist hier auch vorhanden. Allerdings alles ein bisschen präsenter am Anfang. Aber hier nichts mit in, sag ich mal, synthetisch, so Plünn. Nein, das habt ihr nicht. Der ist richtig gut ausbalanciert und ihr wisst ja, wo ist er? Hier ist das Original von Louis Vuitton. Wir können den auch noch mal kurz sprühen. Ja, es ist natürlich schon ein schöner Duft. Ja, und jetzt habt ihr das Problem, wenn man das so übereinander sprüht in der Luft, merkt ihr fast, also es ist schwer, einen Unterschied zu merken, aber der ist einfach zitrischer. Ja, was nicht negativ ist, war, jetzt kommt's. Ihr wisst oder viele wissen, ich bin kein Fan von so frischen Düften auf, ja, es kommt auch drauf an. Ich habe einige, aber ich mache nicht so die zitrische durchgehen oder da bin ich immer sehr, sag ich mal, wie soll ich sagen, ich bin sehr, hart in meinen Bewertungen, aber hier kann ich das nicht sein. Hier ist nichts synthetisch, das läuft gut. Hektik ist hier wirklich gut. Ja, da bricht keine Hektik aus, in Anführungsstrichen. Schönes Teil. Also, wie gesagt, ihr habt die Orange, ihr habt die Bergamotte, ihr habt die Zitrone und dann kommt der Ceylon Zimt. Da tatsächlich ist auch Zimt drin. Finde ich persönlich, dass man das jetzt nicht so wahrnimmt. Ingwer, Neroli, siehst du? Und Neroli, da hatte ich ja am Anfang schon gesagt, das habt ihr ein bisschen, aber das geht dann wirklich zurück. Und dann kommt der chinesische schwarze Tee. Mein Lieblingstee ist schwarzer Tee, sehr, sehr nice. Also dieser Duft ist schon top. Beim Louis Vuitton ist natürlich der Tee schon in, ich bin der Meinung, in der Herznote. Aber es ist auch wirklich eigentlich scheißegal, ob in der Herznote oder auch nicht, weil das Ding ist, äh, ihr riecht sofort den Tee. Das ist einfach nur irgendwie so aufgebaut und normalerweise sollte der schwarze Tee in dem Fall hier in der Basisnote kommen. Ich rieche den aber ganz klar schon in der Kopfnote, genauso wie beim Imagination oder Imagination, whatever, wie ihr sie aussprechen wollt. So, das Ding ist, hier habt ihr auch Ambroxan drin. Ich finde tatsächlich, dass man das nicht riecht. Das ist immer Tagesform. Wir kommen auch gleich nochmal zur Haltbarkeit und Sillage. Ich finde das Tagesform, aber im Endeffekt, das sind, wie viel sind das eigentlich? 100 ml? Da muss ich tatsächlich mal gucken. Ich habe gar nicht geguckt. Meine Güte, steht doch hier nicht drauf. Ey, Mann, da müssen wir doch mal hier rein. Ich lasse das auch alles drin. Es wird nichts mehr rausgeschnitten. Das müssten 100 ml, glaube ich, sein. Ist so klein und kann kein Mensch lesen. Auch das ist scheißegal auf einer Hinsicht. Nee, das sind keine 50, es müssen 100 sein. Vor allen Dingen, aber wollt ihr ja wissen,
ob ihr weniger Geld ausgeben wollt, wie der Imagination kostet. So, aber das Ding ist, Original bleibt immer Original. Natürlich hat der andere Tiefe, das ist ein bisschen holzige, frisch, kühle, der schwarze Tee, beziehungsweise der, ich weiß gar nicht, ob der schwarzer Tee ist und so weiter und so fort. Und die Zitrone ist ja immer ganz anders, ein bisschen schon. Also das heißt ganz anders, sie ist schon anders. Was heißt anders? Das ist auch falsch, dann kommt dieser Duft falsch rüber. Dieser ist sehr nah dran. Er ist, muss ich jetzt sagen, wahrscheinlich am dichtesten von allen Alternativen ist dieser Duft wirklich. Und er hat eine ganz starke Kopfnote, die sogar nicht mal das Original hat. Und das ist bei warmen Tagen nicht schlecht. So, jetzt kommen wir zur Haltbarkeit und zu der Sillage. Da muss ich ein bisschen Abstriche machen, aber das ist auch Tagesform. Ich habe den jetzt bei 27 Grad getragen, das ist gut. Das Ding ist nur, die Silage ist mal da, mal nicht. Denn mehr nicht als mehr da, sagen wir mal so. Und Haltbarkeit ist schwer einzuschätzen, weil es war, ich saß in der Sonne. Ich habe mich extra in die Sonne gelegt. Ich habe natürlich auch geschwitzt. Er war schon da. Man kann ihn schon auf den Klamotten nach 7 Stunden noch wahrnehmen. Das ist ja auch eigentlich verkehrt. Und die Sillage ist vielleicht zum Original ein bisschen schwächer tatsächlich. Andere würden jetzt aber wahrscheinlich reinschreiben: „Nein, der ist stark“, weil das sehe ich auch so bei Parfumo, dass das ist schwankt immer so zwischen stark und manche sagen, der könnte stärker sein. Dementsprechend muss man das mal, selber austesten. Wie gesagt, ich sage das jedes Mal, dass das immer verschieden ist. Aber zur UVP und das alles, das ist schon nicht schlecht. Und wirklich, wenn ihr eine, also ihr habt wahrscheinlich schon die anderen Alternativen. So, ich packe den mal hier rein, dann sieht es übrigens so aus. Ihr habt ja schon die anderen Alternativen wahrscheinlich. Ähm, er ist trotzdem an dicht, er ist wirklich sehr, sehr dicht. Außer am Anfang, aber das stört ja nicht, sogar vielleicht positiver, dass er stärker zitrischer ist. So, aber im Endeffekt ist der Hektik auf jeden Fall brachial nah am Original. Also müsst ihr wissen, also schaut unten nochmal, wie gesagt, in die Videobeschreibung, benutzt meinen Code, dann kriegt ihr den und dann checkt den mal aus. Also einen Fehler macht ihr da nicht. Wenn ihr Imagination-Fan seid, dann wird das euer Duft sein. Wenn ihr den Imagination, den haben wir hier, nicht verballern wollt oder whatever, ne? So, aber trotzdem bleibt immer so ein bisschen, wenn man das 1:1 testet, dann könnt ihr natürlich die besten Unterschiede riechen. Ist das Original immer noch das Original? Und es gibt Abweichungen, aber die riechst du in der Luft und die riecht ein Fremder schon mal gar nicht. Deswegen ist das Plünn, aber ja, aber im Endeffekt ein schönes Teil. Also, auch wenn ihr keine große Sammlung habt, ist das ein Duft, also wenn der ist ja dann wahrscheinlich nicht überall zu bekommen, aber das ist auch scheißegal. Schaut, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Wenn der übrigens ausverkauft ist dann irgendwann, der kommt irgendwann bestimmt wieder, dann seid nicht und schreit: „Ja, der ist ausverkauft, er kann ich nichts für.“ Das passiert dann natürlich logischerweise. Aber schaut wirklich mal rein und mit 15% günstiger, beziehungsweise auch auf dem ganzen Einkauf meinetwegen, ne? Ihr könnt auf dem ganzen Einkauf das machen. Das mache ich für euch, also, ne, haut rein, schönes Teil und dementsprechend, ja, Hektik von, ich weiß den Namen nochmal, Bujarami, genau. Bin mal gespannt, was die noch so für Düfte haben. Werden wir in Zukunft vielleicht mal schauen, mal reingucken. Bin gespannt. Also, checkt ihn aus, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den findet. Dann gehen Grüße raus an euch und an meine Mitglieder. Bis zum nächsten Mal, Freunde.